Ich habe gesehen bei Naikan, dass ich wie eine Lotusblume bin. Meine Mutter ist ein Wurzel. Und die Wurzel schickt alle Ernährung zur Blume und die Blume bekommt alles und blühtet. Und man sieht nur Blume und man lobt die Blume. Ja? Aber wenn die Wurzel von dem schmutzigen Wasser rausgeht, dann Blume wird kaputt. Ich habe gesehen, dass ich, als ob die Lotusblume bin, die ihre eigene Wurzel kritisiert. Ohne Naikan habe ich das nicht bemerkt. Dadurch, dass ich jetzt Buddhismus oder buddhistische Philosophie studiere, sehe ich die Wichtigkeit, die Beziehung mit den Eltern zu reinigen. Also das macht Naikan so wertvoll für mich, dass ich Frieden mit mir selber bekomme, dass ich ehrlich mir selber gegenüber bin, dass ich meine Schattenseiten sehe und akzeptiere. Naikan heißt auf Japanisch, Nai ist innen, Kan ist beobachten, also das ist innere Beobachtung. Ne? Weil wir normalerweise nicht innere Beobachtung machen, wir machen immer äußere Beobachtung. Wir sehen die anderen und beurteilen, wir sehen uns nicht. Deswegen ist es wichtig, uns zu sehen, Innenschau zu machen. Eine Woche Naikan Innenschau hat sehr viel in mir bewegt, hat mich tief in eine Stille in mir gebracht, die ich vorher von mir nicht kannte. Und Naikan hat in mir eine Herztür geöffnet. Die Teilnehmer gehen aus Naikan raus erleichtert, befreit. Es ist so eine Freude, auch die zu sehen, wie sie die Schätze ihres Lebens in dieser Woche entdeckt haben, ne? Auch gelernt haben, das anzuerkennen, was sie alles bekommen haben, aber auch das, was sie gegeben haben. Ne? Und das gibt so eine Einheit und die gehen einfach Tonnen leichter raus. Ne? Also es beschreiben viele, dass sie sich wirklich körperlich auch leichter fühlen, was auch meistens die Waage bestätigt. Also im Naikan nehmen die meisten tatsächlich ab, ne? Obwohl regelmäßig gegessen wird und auch nicht wenig. Ne? Also man muss nicht fasten. Naikan macht mit dem Körper sehr viel. Also ich habe über die Träume erlebt eine große Reinigung, dass alles aus meinem Körper gezogen wurde, was nicht mehr hingehört. Und als ich morgens aufgewacht bin, war ich ganz leicht in mir, ganz frei. Und auch dieses Gefühl kannte ich vorher nicht. Also nach der Naikan-Woche, nach dieser Naikan-Prozedur, als die Ilona zu mir zurückkam, da wirkte sie sehr achtsam, gleichzeitig auch lebendig, lockerer heraus. Das war eben ganz intensiv. Und weil wir haben uns 10 Tage nicht gesehen und nicht gehört und das ist sehr ungewöhnlich. Und dann ist man natürlich voll und es sprudelt nur raus. Also einfach die Erlebnisse und die Eindrücke und die Gefühle und das alles zusammen. Schön. Ich habe den Eindruck, dass Naikan in der Beziehung zu einer bewussteren Selbstwahrnehmung führen kann. Ich habe auch vor, demnächst selber Naikan dann zu machen, angeregt durch die Erfahrung von der Ilona. Also das ist ja ewige Arbeit und Beziehung ist Arbeit und das ist gut so. Das ist gut so. Ich habe selber eine Coaching-Ausbildung gemacht und in dieser Coaching-Ausbildung habe ich dort in einer Übung Naikan selbst in Hypnose gemacht und es hat mich wahnsinnig interessiert und dann habe ich im Internet geschaut und bin auf dieses Naikan-Zentrum gestoßen und aus heutiger Sicht muss ich sagen, war eine super Entscheidung, zu Sabine und Ishi-san zu gehen.
Das Naikan-Zentrum liegt einfach in einer perfekten Umgebung. Es ist gute, gesunde Luft, das riecht man auch. Ne? Das ist dieser Duft von Wald, von Kräutern, von dieser Mischung, die ist so unbeschreiblich toll. Und also die Umgebung, es ist ja am Rande des Nationalparks, auch die Stille, diese Ruhe geht sehr, sehr tief bei vielen. Also das wird sehr oft von Teilnehmern und Teilnehmerinnen erwähnt, dass also diese Stille einfach auch zu sehr gutem Schlaf führt. Ja, und ich als Gastgeberin, ich heiße die Leute einfach herzlich willkommen. Ich bin Mädchen für alles sozusagen. Ich bin Dienerin, ich begleite die Menschen bei ihrem Prozess. Ich finde halt, das Naikan-Zentrum gibt einem so eine liebevolle Hülle. Man wird begleitet, man wird gefüttert, das Essen wird gebracht, es ist Respekt da. Man erhält so viel Geschenke, um diese Reise zu machen. Und am Ende bedanken sich sogar die Begleiter bei einem, dass sie dabei sein durften. Und das erlaubt einem auch wirklich so tief zu gehen. Die wichtigste Zutat beim Kochen ist Liebe. Das ist alles, was man drüber streut. Darum wird bei uns das Essen auch immer, die Teilnehmer empfinden das als wunderschön, ich auch, dekoriert, ne? Also immer mit was halt die Jahreszeit so hergibt. Ne? Ich gehe dann meistens auch vor dem Kochen raus und pflücke die ganz frisch. Wir haben ja ganz vieles, auch Wildkräuter oder so. Das ist schön, als Naikan-Leiter eine begleiten zu dürfen, weil wir sehen, dass die Teilnehmer in dieser einer Woche glücklicher und freier werden. Ja. Wenn mich jemand fragen würde, was ist Naikan, dann würde ich sagen, mach eine Naikan-Woche. Nachher weißt du es. Vielen, vielen Dank an Sabine und Ishisan für diese Woche, die mir ganz viel an Erkenntnissen gebracht hat, die sicherlich mein Leben verändert hat und die hoffentlich noch vielen weiteren Menschen helfen wird. Ich würde es jedem empfehlen. Also vom Herzen.